Hallo zusammen, hier ist Julia und ich möchte euch heute ganz gerne einen Review geben und zwar über das St. Regis Hotel auf Langkawi in Malaysia. Denn wir hatten dort unsere Flitterwochen verbracht. Wir waren letztes Jahr, Ende Juni, also 2023, dort für 5 Tage und durften uns dort verwöhnen lassen. Und darüber wollte ich euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Ja, wenn man dort vorgefahren kommt, wird man auch sehr freundlich direkt draußen schon begrüßt. Und zwar ein kleines Highlight mit mit einem Schlag auf eine große Glocke. Hatte ich auch vorher noch nie so gesehen, aber war mal eine besondere Begrüßung. Und genau, super nettes Personal. Wir wurden sehr freundlich empfangen und man hat sich auch immer direkt Zeit genommen für uns. Der Check-in-Prozess ging super fix bei einem Getränk und ein paar Snacks und dann durften wir auch schon das Zimmer betreten und da wir vorher auch angekündigt hatten, dass es unsere Flitterwochen wären, wurde das Zimmer sehr romantisch auch hergerichtet. Also ich blende es auch gleich mal ein. Da kriegt ihr einen Einblick von der Suite. Genau, und eben wie das Zimmer dekoriert war. Also eine ganz, ganz tolle Begrüßung und ein ganz toller erster Eindruck, den wir dort bekommen haben von dem Hotel. Wie ihr vielleicht in dem Video jetzt eben gesehen habt, waren wir sozusagen auf einer oberen Etage. Wir hatten zuerst uns tatsächlich überlegt und ich meine auch das Zimmer angefragt unten. Ihr habt das im Video gesehen, also die Zimmer, also nicht alle, aber einige Zimmer unten haben sogar einen eigenen Pool und einen direkten Zugang dann vom Poolbereich zum Strand. Und das sah auf den Bildern ganz toll aus und dann hatten wir überlegt, dass wir das vielleicht auch ganz gerne hätten. Das Zimmer haben wir aber nicht bekommen und ich muss jetzt direkt auch schon sagen, zum Glück nicht, denn man hat nicht ganz so seine Privatsphäre dort, weil man natürlich von den oberen Zimmern, also zum Beispiel aus unserem Zimmer, immer runterschauen konnte. Also haben wir natürlich jetzt nicht gemacht, aber theoretisch genau, haben eben
alle möglichen Personen Einblick auf deinen, ja, ich nenne es jetzt mal Pool- und Gartenbereich. Und auch wenn man also außerhalb vom Strand dort entlang läuft, ja, also durch die Gänge entlang läuft, draußen hat man immer auch so einen Einblick in diesen Poolbereich. Und da ich mir das am Anfang etwas privater vorgestellt hatte, war ich tatsächlich ganz glücklich, dass wir da oben ja, in der oberen Etage unser Zimmer hatten. So hatten wir echt einen ganz, ganz tollen Ausblick, sowohl morgens als auch abends, wenn die Sonne aufgegangen ist oder untergegangen ist, einfach aufs Meer und auf den Strand. Und genau, also aus meiner Perspektive das deutlich bessere Zimmer als unten, obwohl wir eben nicht unseren privaten Pool hatten. Dafür gab es aber eben einen ziemlich großen Pool für alle. Und ich muss auch sagen, natürlich waren da immer Menschen drin, aber da war jetzt nicht absolut überladen. Und für mich persönlich ist sowieso das Highlight auch der Strand und das Meer gewesen. Genau, deswegen haben wir eigentlich überhaupt nichts vermisst. Ansonsten generell zu den Räumlichkeiten, ich fand das alles sehr sauber, sehr modern gestaltet, sowohl eben in den Zimmern, aber eben auch draußen, das Ambiente wunderschön, das Personal super nett. Ja, also ich war wirklich sehr, 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 sehr zufrieden mit dem Hotel, obwohl ich muss tatsächlich sagen, ein Manko, wo ich sagen kann, da können Sie noch etwas dran verbessern, sind die Liegen am Strand. Ich finde tatsächlich für ein 5-Sterne-Hotel sollten die Liegen vielleicht doch regelmäßiger ausgetauscht werden, denn die waren schon etwas in die Jahre gekommen und ich finde doch auch ziemlich einfach. Also klar, man konnte drauf liegen, aber wie gesagt, man hat schon gesehen, dass die schon deutlich älter waren und auch nicht wirklich gepolstert waren. Also für ein 5-Sterne-Hotel habe ich mir da tatsächlich etwas anderes erwartet und deswegen da tatsächlich ein Minuspunkt. Ansonsten, wie gesagt, das Hotel super schön, schönes Ambiente. Man hat auch am Strand die Möglichkeit, sich einen Tisch reservieren zu lassen, also sage ich mal für ein romantisches Dinner, das sie dann organisieren. Es gibt aber auch an der Strand eine Bar, wo man eben Getränke ordern kann, Snacks ordern kann. Genau, also eigentlich für Verpflegung ist dort gesorgt. Wir fanden es ganz schön mit einer App, aber auch ab und zu uns einfach Essen zu bestellen, uns kulinarisch auszuprobieren, eben nicht nur dort vor Ort zu essen, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Also dort gibt es ein Restaurant direkt in dem Gebäude und auch ein ganz schönes Restaurant oder eben auch, wo man Cocktails zu sich nehmen kann. Ja, sage ich mal, vielleicht fußläufig 3 Minuten, gehört aber auch zu dem St. Regis Hotel mit einem wunderschönen Ausblick. Das werde ich euch hier gleich auch mal einblenden. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Man sitzt dort wie auf so einer Hängematte. Also vielleicht nichts für Menschen, die Höhenangst haben, aber wirklich empfehlen.
persönlichen Highlights ist das Frühstück dort gewesen. Also das muss ich sagen, echt 10 von 10 Punkten. Super lecker, frisch zubereitet. Die Auswahl war Wahnsinn. Also wir hatten tatsächlich ein paar Tage gebraucht, um auch ein bisschen alles auszuprobieren. Die hatten nationale Gerichte, aber eben auch internationale Gerichte vor Ort, warme Speisen, kalte Speisen zum Frühstück. Man konnte à la carte bestellen. Ja, also wirklich, ich muss sagen, sehr, sehr lecker, sehr zu empfehlen und eins meiner Highlights. Ansonsten hatten wir, da kann aber das Hotel natürlich nichts für, ein bisschen Pech, sage ich mal, mit dem Wetter, weil es doch etwas häufiger geregnet hat. Und das ist jetzt nicht so wie hier in Deutschland, dass es einfach ein bisschen regnet, sondern dann kommt da ganz schön was runter von oben. Der Vorteil, es ist auch relativ schnell vorbei, aber man konnte deswegen nicht so richtig lange auch am Strand liegen, sondern musste so ein bisschen sich nach dem Wetter natürlich richten. Und ja, es hat dann eben doch mal häufiger geregnet, sodass wir die Zeit entweder beim Shoppen verbracht haben oder doch am Pool waren, weil es super, super warm trotzdem war, aber eben es nicht erlaubt war und auch zu gefährlich war, wirklich ins Meer zu gehen. Und deswegen wir eben auf den Pool ja, zurückgegriffen haben oder tatsächlich einfach was Leckeres essen gegangen sind oder was trinken gegangen sind. Aber wie gesagt, dafür kann das Hotel nichts. Wir wussten, dass es zum Teil noch Regenzeit ist und genau, dem Risiko das Risiko war uns bewusst und trotzdem ein bisschen schade. Aber wir hatten ja einen ganz tollen Aufenthalt und ja, auf jeden Fall kann ich dieses Hotel empfehlen. Ich fand das super schön. Ja, 10 von 10 Punkte. Außer wie seid ihr liegen? Da ein Minuspunkt. Also doch, sagen wir mal 9 von 10 Punkten, weil das mit den Liegen, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Aber ansonsten, ja, eine Empfehlung. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dann!